und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, das erste Video seit letzter Woche Mittwoch. Es tut mir leid, deswegen nochmal hier an der Stelle. Heute, wie gesagt, mal mit dem KI-Kampf vom Falken gegen heute erstmal Ratte und Sultan. In dem nächsten Video werde ich dann noch die KIs vom Crusader Pilaf probieren und ja, dann einfach mal schauen, wie der Falke sich halt schlägt. Ich werde jetzt am Anfang noch mal ein kleines bisschen über meine jetzige Situation erzählen. Wem das nicht interessiert oder wer das halt nicht hören möchte, das ganze Gelaber, der kann mit Hilfe der Timesteps unten zu dem Beginn des KI-Kampfs springen. Also, ich hatte ja gestern am Samstag schon mal einen Community-Beitrag auf YouTube erstellt und geschrieben, dass halt gerade sehr viel los ist bei mir, vor allem beruflich. Und genau, ich bin halt einfach in der Organisation von unserem Streik in der Firma jetzt mit eingebunden, dass ich halt so ein paar Sachen mitmache und auch abends und manchmal auch früh dann halt vor Ort bin und mit den Leuten halt rede und so ein paar Sachen halt erkläre, warum, wieso, weshalb. Und manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, Streik, warum machst du das dann auch mit? Also, und da muss ich sagen, ich bin selber ein bisschen, ja, was heißt, ich will nicht sagen unzufrieden, aber es gibt so ein paar Punkte in meiner Firma oder bei meiner jetzigen Arbeit, die ich halt ja nicht so nachvollziehen kann, wie die halt jetzt gerade so laufen. Und es ist halt mit unserer Gewerkschaft jetzt so abgestimmt quasi, dass die Interessen von mir und der Gewerkschaft und natürlich auch von vielen anderen, ist klar, sich treffen und übereinstimmen und dadurch halt der Streik entsteht. Und ich kämpfe halt dafür, dass das halt in unserem Unternehmen ein bisschen besser wird und dann vielleicht alle mehr oder weniger entlastet werden können. Nicht so, wie es halt jetzt läuft. Ich hoffe, das ist einfach so ein bisschen nachvollziehbar. Des Weiteren habe ich ja geschrieben, dass ich ein internes Verfahren am Hals habe. Da wurde mir halt was vorgeworfen von der Firma quasi, wo ich arbeite. Und ja, das ist halt einfach ein bisschen schwierig zu erklären, weil es halt ein übelster Rattenschwanz ist, der da hinten dran hängt. Es geht jetzt schon, oder das, was mir vorgeworfen wird, ist halt noch von 2022. Und ich habe halt Beweise dafür, dass ich das nicht begangen haben kann. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Und ja, das ist halt so ein bisschen gerade die Schwierigkeit dran, das halt zu beweisen oder das halt meinem Vorgesetzten klar zu machen, meinem Chef, dass ich das nicht gemacht habe. Ich will jetzt nicht genauer eingehen, was das genau ist, weil am Ende ist mein Ding und ich muss das halt klären. Das Dumme ist halt, wenn das halt nicht so rübergebracht wird, dass sie das halt nachvollziehen können, warum, wieso, weshalb der Fehler beziehungsweise das halt so gekommen ist, wie es halt jetzt gekommen ist, dann gefährdet es halt meinen Arbeitsplatz. Da ich, wie gesagt, noch kein Geld mit YouTube verdiene, beziehungsweise das auch nicht machen möchte, weil ich das einfach nur als Hobby mache, YouTube, und andere halt unterhalten möchte mit meinem Content, der auch manchmal ein bisschen chaotisch sein kann, möchte ich da halt einfach trotzdem halt beruflich halt gut dastehen, damit ich mir halt auch Sachen leisten kann für YouTube, ein neues Mikro, was er jetzt hört, außerdem. Und ja, deswegen braucht es halt trotzdem eine gewisse finanzielle Lage quasi. Und ja, das geht halt nicht, wenn man arbeitslos ist. Da kann man sich zum Beispiel so einen guten PC, den ich mir halt selber zusammengebaut habe, nicht leisten. Deswegen geht halt jetzt erstmal Arbeit vor und es nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch und ich denke halt drüber nach, wie das jetzt wird in Zukunft und so weiter und so fort.
ja, werd ich sehen, was am 5.4. dann rauskommt. Da ist das Gespräch mit meinem Chef quasi. Und wenn es dann wieder besser wird, dann wird es hier ganz normal weitergehen. Und wenn nicht, dann ja, wird es wahrscheinlich anders sein. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn das dann vorbei ist, das Gespräch quasi, dann werde ich auf jeden Fall nochmal so eine kleine Randnotiz in dem Video reinpacken und dann einfach sagen, ja, es ist gut gegangen, es ist nicht gut gegangen oder was auch immer dann rausgekommen ist. So, ja, jetzt würde ich einfach mal mit dem KI-Kampf beginnen. Ich hatte ja gerade hier noch Silence ausgewählt, aber ich würde gerne das auf Molton Svendan, wie auch immer das ausgesprochen wird, eine Karte vom lieben BM Backfish, wollte ich nämlich schon die ganze Zeit vorstellen, aber da gibt es ein paar Probleme. Wir starten mit 4000 Gold auf der Karte vom BM Backfish und wir gehen rein. So, also, das ist die Karte vom BM Backfish. Ich habe jetzt auch wahrscheinlich, also erstmal, ne, habe ich jetzt ein neues Mikro. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt klingt oder ob das jetzt besser klingt oder schlechter klingt oder ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es ist wie gesagt das gleiche. Vielen Dank dafür an Crusader Pilaf, wie er es hat. Na, ich habe ihn halt angefragt über Discord und gefragt, hier, mein Mikro hat halt meinen Geist aufgegeben und bla 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 und pipapo. Da hat er mir das halt geschickt, quasi einen Link von Amazon. Und das kam halt dann am gleichen Tag, wo ich es bestellt hatte, wegen Eilversand und so weiter und so fort. Und ja, deswegen ein neues Mikro. Ich hoffe, das klingt jetzt wieder besser und es knackt nicht mehr oder irgendwas anderes oder kratzt. Ich werde es ja dann auch beim Schneiden halt sehen. Aber ja, ihr könnt ja, wie gesagt, ein bisschen oder ein paar Kommentare schreiben, wie ihr das denn findet. Ob ich noch irgendwie was anderes einstellen soll. Keine Ahnung, dass es noch zu pläschernd klingt, dass noch mehr Bass reinkommen soll oder wie auch immer. Das könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr das denn möchtet. Ja, heute der erste KI-Kampf mit dem Falken gegen seinen mit seinem allerschwersten, wie sagt man das, voll gehasstesten, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also mit seinem allergrößten, so rum heißt es, allergrößten Erzfeind, der Ratte. Manche hatten auch gesagt, dass die KI hier, also der Falke, eine Stufe 2 KI sein kann. Ich würde lieber dazu tendieren, da das ja erstmal nur so eine provisorische Burg ist, quasi als erste Burg, damit er halt überhaupt eine Burg hat, weil ohne Burg geht ja nichts. Und werde ich auf jeden Fall das nochmal hier überarbeiten. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen auf die Kommentare gehört quasi, dass halt die Balliste hier oben weg ist und so, ja, so nicht mehr ganz so dicke Mauern halt da sind, dass es halt filigraner ist, wegen Falke. Falke sind ja sehr schnell, wendig, filigran und ja, hat mir ja Crusader Pilaf da in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Und jo, ne, deswegen denke ich einfach mal, dass das hier schon etwas anders ist. Er hat auch jetzt erstmal, er hat zwar noch die Tunnelbauer-Gilde, aber keine Tunnelbauer an sich mehr. Weil ja der Falke ja nicht unter der Erde halt rumgräbt, sondern halt in der Luft fliegt quasi. Dafür hat er jetzt statt Tunnelbauer Assassinen. Davon hat er jetzt auch 8. Vorher hatte er auch 8 Tunnelbauer. Deswegen, ja, ist das, denke ich, jetzt nicht so wild. Und ich würde einfach mal auf die Map ein bisschen eingehen. Wie ich schon mal in den ein paar anderen Videos gesagt habe, ich habe nicht so viel Ahnung von Map-Building. Aber ja, sie gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hat zwar hier Ruinen, das ist, glaube ich, wenn dann eine KI mit Grün hier drauf spielt. Also Bär ist das seine Prime-Farbe.
grün, dass sie dann so ein Delay hat. Aber ja, gut. Das muss dann der BM Backfisch wissen. Und ja, man sieht es, glaube ich, auch hier schon, dass die Map hier ein bisschen Probleme hat mit den Sammelpunkten, weil die, glaube ich, hier zu nah beieinander liegen. Jetzt laufen sie zwar los, aber die Angriffe vom Falken sammeln sich halt auf den Mauern, was jetzt in der Art und Weise oder in der Begegnung quasi jetzt nicht so schlimm ist, weil es halt nur Stufe 1 KIs sind, aber bei höheren KIs, also Stufe 3, 4, ist es halt dann schon ein bisschen doof, weil die dann sehr lange brauchen, bis die angreifen. Ich hatte die Karte hier auch schon mal probiert zu spielen quasi mit dem König Ludwig auf der Karte. Aber ja, König Ludwig kann sich zwar komplett aufbauen, aber da ist halt der Sammelbug noch extremer und vor allem dann bei seinen Gegnern, weiß nicht, wie man da das genau hier anpassen kann. Auf jeden Fall sieht die Map sehr, sehr schön aus, also Respekt, da ist bestimmt sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit und sehr viel Fleiß reingeflossen. Hier mit den Wasserfällen, das sieht schon echt hübsch aus. Hier oben sind dann nochmal Ruinen. Hier sind dann noch ein paar Spots für Eisen und Stein. Rehe gibt es ja so oder so. Hier unten ist nochmal ein Steinspot. Warum die dann hier nur den nehmen? Wahrscheinlich, weil das der nächstgelegene ist oder so. Er hat ja auch nur 2 Steinbrüche, der Falke. Deswegen, ja, ist es natürlich nicht ganz so schlimm. Ja, dann hier die Flussläufe, allgemein die Flussläufe hier finde ich sehr, sehr schön. Also hier mit der so ein bisschen verwurstelt quasi, also mit Kurven drin und so weiter. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir echt richtig gut. Also BM Backfisch, wenn du das Video hier anschauen solltest, kannst du dir das Lob dir gerne zu Herzen nehmen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über weitere Karten freuen. Ich will ja vielleicht irgendwann mal dann auch eigene Karten bauen, aber zuerst die KIs. Ja, deswegen Karten kommen erst irgendwann später in mein Portfolio, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, gibt es halt hier relativ viel Grünfläche. Könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen vereinzeln, dass die halt hier drüben und hier hinten nur so Grünfläche haben und ja, es ist halt so ein paar Spots wie auf manch anderen Karten, ne? Nichts ist gespiegelt, also ist man sieht ja auch keine identische Karte und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hübsche Karte, muss ich echt sagen. Gefällt mir echt richtig gut und ja, das nächste, was ich euch gerne erzählen möchte, ist, dass ich es wahrscheinlich, man sieht es ja auch hier unten, das hingekriegt habe mit den Rumgeflacker von der Taskleiste von meinem Desktop-Bildschirm Hintergrund. Und zwar habe ich einfach die Taskleiste so eingestellt, dass sie sich automatisch ausblendet, wenn man in einem Fenster drin ist. Kann man ja einstellen, dass sie sich dann automatisch ausblendet. Und ja, es flackert hier nicht mehr rum, auch wenn ich jetzt mein Aufnahmeprogramm, also OBS, offen lasse. Dann flackern die auch nicht mehr rum. Aber ja, hier, was ist denn mit dem Falke los? Der kann nicht ausbilden. Warum denn das? Er hat Bauern. Ach, wegen der... Ach, ich glaube, sein Angriff läuft die ganze Zeit noch wegen der Balliste und dem Belagerungscamp hier. Okay. Ich muss mal Ratte hier vielleicht die Balliste killen. Beziehungsweise, ja, was die genau macht, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum die so selten angreift. Ich hoffe einfach mal, dass sich der Falke hier wieder entbuggt. Aber ja, der Angriff läuft
Die ganze Zeit noch. Jetzt ist die kaputt gemacht worden und jetzt bildet er wieder aus. Okay, gut. Also repariert der Bums. Ja, die sammeln sich halt hier immer noch auf den Mauern. Aber gut, ich denke, Ratte ist jetzt nicht so der große Endgegner, dass man hier nochmal das neu starten muss. Ja, deswegen ist das, denke ich, schon noch ganz in Ordnung. In Ordnung. Ja, genau. So, also Ratte sollte dann dementsprechend vielleicht hoffentlich bald fallen. Wird diesmal auch ein etwas kleineres Video, etwas kürzeres Video. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ja, der... Ach so, ach scheiße. Das ist natürlich mit den... Ah, ja gut. Mit den Horse Archern eine etwas andere Schwierigkeit. Denn die rücken ja nicht vor. Die rücken ja dann erst vor, wenn ein Mauerdurchbruch erzielt wurde. Und somit, ja. Gut, dann machen wir hier auf die schnellste Geschwindigkeit. Hoffen einfach mal, dass hier Ratte irgendwann mal drauf geht. Wir gehen in der nächsten Runde quasi. Wir können ja auch nochmal Rückmatch machen. Nochmal auf die Karte Silence. Ich wollte euch bloß ganz fix die Karte hier mal zeigen, weil die sehr hübsch ausschaut und ich das mal dem BM Backfish halt quasi ja sagen wollte, dass ich halt seine Karte sehr schön finde. Was hier Ratte macht, weiß ich gerade auch nicht so richtig. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ne, jetzt kommt er wieder raus. Langsam muss es doch auch mal genug sein. Der Ratte. Ja. Ja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Hier ist der Durchbruch. Kommen die Horse Archer jetzt raus? Nee. Brauchen wahrscheinlich einen Mauerdurchbruch, oder? Kann das sein? Dass sie einen Mauerdurchbruch brauchen? Ach Mann, oh, ich dachte, das war's jetzt mal. Ja gut, also ihr seht, glaube ich, wo die Schwächen der Karte noch liegen. Ich würde das jetzt hier einfach mal abbrechen und dann die Silence nochmal starten. Quasi ist eigentlich nur ein Handgriff. Und ja, wir spulen hier gleich ein bisschen vor. Es ist halt ein bisschen schade, dass halt die Karte vom BM Backfish noch ein bisschen buggy ist, aber gut. Ja, ich schneide es jetzt auch nicht raus. Ich weiß, man hätte das nochmal neu aufnehmen können oder neu starten können. Aber ich wollte halt einfach das mal sagen und euch die Karte mal zeigen. Weil vom Aussehen her ist die halt einfach ein richtig schönes Ding. Ja, also ich finde die Karte richtig hübsch. Vielleicht nicht die hübscheste, weil es halt noch so ein paar Ungeheimheiten gibt mit denen oder noch ein paar Stellen gibt, wie mit der Grünfläche quasi, dass man da noch ein bisschen halt anpasst. Aber ansonsten ist es mit einer der schönsten Karten, die ich jemals gesehen habe. Und deswegen, ja, zumindest in meinen Augen, weil ich halt noch keine eigene gebaut habe. Ne? Das muss man halt noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, aber hier auf Silence funktioniert der Falke zumindest relativ gut. Hier kommen auch die Horse Archer raus. Die räumen hier schon ganz gut den... Ja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Den Keep, aber die angreifenden oder die Angriffsarmee von der Ratte sollte hier noch das schaffen, aber er hat zumindest die Waffenkammer hier eingerissen, der Falke. Und was natürlich nicht gerade schön ist, baut er sie nach. Ja, gut. Aber es flackert nicht mehr. Das ist halt richtig cool. Dass es halt nicht mehr so rumflackert, weil mir das halt schon übelst auf den Sack geht. Oder gegangen ist. Dass es natürlich so einfach ist, die Lösung, wusste ich natürlich auch nicht. Und vielleicht kennt das noch jemand anders. Je nachdem, ne? Und weiß jetzt, wie er das ausstellen kann oder verhindern kann, dass es hier halt immer so rumflackert und richtig nervig ist. Einfach die Taskleiste ausblenden und dann gibt es eine Einstellung bei Windows. Ja,
es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Die ganzen Lanzenträger hier kommen auf jeden Fall schon ganz gut ran. Und die Assassinen knabbern hier auch noch ein bisschen. Warum die nicht auf das Torhaus gehen, weiß ich nicht, aber okay. Ja, sollte jetzt hier also den kürzeren ziehen. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Ich hoffe, jetzt kommt die richtige Meldung vom Falke. Eine Nachricht vom Falke. Es freut mich einfach zu sehen, wie leicht ich euch besiegen konnte. Haha. Ja, gut. Das Video will ich halt noch animieren, ne? So ähnlich wie der Crusader Pilaf. Aber ja, das ist halt dann erstmal zweitrangig, denke ich. Ja, Falke killt seinen größten Erzfeind relativ gut, sage ich mal. Ist, denke ich, mit einer der stärksten Stufe 1 KIs, denke ich. Ich würde halt dennoch sagen, es ist eine Stufe 1 KI, weil, ja, das halt einfach, ich finde halt einfach die Burg und dann die kommenden Burgen sind dann halt schon sehr, sehr schlecht quasi oder sehr simpel gehalten. Ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumdoktern. Und die Angriffe, er hat ja maximal 25 Horse Archer und nicht so viele wie Saladin zum Beispiel. Der hat ja, wie viel hat der maximal? 200 oder so. Und ja, für eine Stufe 1 KI 25 Horse Archer ist, denke ich, schon ordentlich, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, gut, es ist eine Stufe 2 KI oder so und die Lanzenträger sind ja jetzt auch ein gefundenes Fressen für jede gegnerische Fernkampfeinheit, ne? Ich würde das jetzt nochmal mit dem Sultan probieren, würde das hier einstellen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder mit 4000 Jolt gegen den Sultan auf Silence und wir starten wie immer rein. Gehen hier mit der Geschwindigkeit wieder hoch, weil den Anfang kennt ja jetzt wirklich, denke ich, jeder. Und ja, ich hoffe hier, dass Sultan seine richtige Burg baut. Ja. Okay, er baut zumindest eine richtige Burg. Hab also nichts Falsches eingestellt. Dann gucken wir einfach mal, wie der Sultan, der hat ja hier Schleuderer, die vielleicht ein bisschen besser mit den Lanzenträgern zurechtkommen. Vor allem, weil die auch hier mehr auf Türmen stehen und verteilter stehen. Wer weiß, vielleicht geht es dann schon ein bisschen besser. Also sich zu wehren quasi, ne? Und er hat ja auch dann ordentliche Angriffstruppen. Jetzt muss ich aber mal gerade überlegen. Der Sultan hat vom Crusader Pilaf keine Feuerwerfer in seiner AIV. Hat jetzt hier... Er hat jetzt hier trotzdem Feuerwerfer, aber ich denke, es ist, denke ich, gar nicht mal schlimm, dass der hier Feuerwerfer hat, denn die Horse Archer machen hier echt gute Arbeit. Ich glaube, das ist noch eine Einstellung, ich weiß es gerade gar nicht, aber es ist gar nicht schlimm. Ne? Also ich dachte mir jetzt, ich starte das Ding nochmal neu und muss nochmal gucken, warum das so ist. Aber die Horse Archer machen hier ihren Job echt gut, dass die hier den ganzen Berg wieder, also guckt ihr euch das mal an hier, es sind gar keine Feuerwerfer mehr da, also sozusagen so, wie es vom Crusader Pilaf ursprünglich gedacht ist, ne? Ohne Feuerwerfer, der Sultan hier am Start. Und ja, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, welche Einstellung hier die falsche ist, aber gut, ist jetzt... Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Er kriegt sich sogar schlechter verteidigt als die Ratte. Okay, also ich habe gedacht, dass er mit seinen Schleuderern da besser zurechtkommt
als die Ratte, aber scheinbar ist es nicht so. Wo ist er Eine denn? Nachricht vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen, so auch der arme Sultan. Es ging schon sehr fix. Es ging schon echt fix. Hätte ich Eine jetzt... Nachricht vom Falke. Es freut mich einfach zu sehen, wie leicht ich euch besiegen konnte. Haha. Auch cool, dass er immer nur die eine... Er hat 4 verschiedene Siegesbotschaften. Auch cool, dass er nur die eine abspielt, aber gut. Ja, das ging ja flott wie nichts anderes. Also, Junge. Gut, Sultan braucht auch ewig, bis er mal zurechtkommt, ne? Wenn das so ist, würde ich einfach mal sagen, wir testen das hier gegen eine Stufe 2 KI. Ne? Einfach, vielleicht gegen Nordian oder so. Mal gucken. Also, bis gleich. So, also, jetzt der letzte Kampf nochmal. Nicht gegen Nordian, sondern gegen den Kalifen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Horse Archer da gegen die ganzen, ja, Verteidiger halt zurechtkommen. Und vielleicht kriegen die auch so ein bisschen die Feuerwerfer geräumt. Und somit auch die Feuergasse vom Kalifen. Wir schauen einfach mal rein und gehen hier auf die höchste Geschwindigkeit, die das Spiel hat, nämlich 1100. Mal sehen, was hier Kalif für eine Burg baut. Okay, diese runde Burg mit dem Zugang im hinteren Teil der Burg. Aber die Horse Archer könnten hier die Feuerwerfer wie vom Sultan relativ gut wegschießen vielleicht. Er braucht halt natürlich ein paar davon, ne, ist klar. Aber ansonsten, denke ich, ist schon das Potenzial da. Ist halt jetzt Stufe 2 gegen eine sehr starke Stufe 1 KI. Aber man sieht es, denke ich, hier, dass halt wenn die Gegner halt einfach die Bogenschützenmassen auf den Türmen, auf den Wällen halt haben, dann ist halt quasi sehr schlechtes Durchkommen, so. Aber ja, ganz abschreiben würde ich ihn dennoch nicht. Wenn er einmal richtig skaliert hier, der Falke, dann könnte er schon was ausrichten. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es hier dann nicht so ewig lang dauert. Ja, gut, alles klar. Die Angriffe verpuffen ganz schön vom Falken. Der Kalif sollte dennoch dann trotzdem bald wieder rauskommen. Ja, ich denke, das kommt bald wieder raus. Wir lassen das jetzt hier einfach mal so ein Stück laufen. Irgendjemand stirbt so oder so einer, ist klar. Wenn nicht sogar der Falke sich auskontern lässt. Sind nämlich hier schon die Assassinen drin, aber es sind noch zu wenige. Vor allem zu wenig arabische Schwertkämpfer. Gegen Gepanzerte ist natürlich der Falke hier schon stark aufgeschmissen. Aber ja, er hat halt nur Bogenschützen und ich werde das vielleicht auch so machen, dass er in manchen Burgen hier einen anderen Turm stehen hat. Crusader Pilf hat ja auch gesagt, dass es hier so ein bisschen brotzig oder ja stark halt wirkt, wenn hier ein Tower 5 drin steht. Ich werde das so variieren, denke ich, so von Burg zu Burg. Dass halt bei manchen halt in Tower 5 drin steht, dann in manchen Burgen halt irgendeinen anderen Turm, vielleicht auch hier vorne nochmal 2 Tower 1 Türme oder so. Ja, da lasse ich mir das auf jeden Fall offen, dass da so ein bisschen Varianz reinkommt und vielleicht dann auch bei 1, 2 Burgen hier dann eine Balliste oben drauf und dann irgendwie anders eine Schwachstelle einbauen, wo halt, ja, das halt als Stufe 1 KI noch durchgeht. Aber das werde ich dann schauen, wenn es soweit ist. Ich bin ja jetzt erstmal noch bei den Bogen vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Ja. Schauen wir mal an.
sollte, denke ich, noch abgewehrt bekommen. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen am Rumprobieren mit den Texten bei jeder KI und mit den Stimmen vor allem. Bei den KIs, die klingen zwar jetzt schon besser, also in Welten besser als selbst eingesprochene Texte, aber ja, die Betonung halt richtig hinzukriegen mit dem Tool quasi, also ich benutze dieses Game TTS Tool, das von der Gothic Community ist oder so, oder für die Gothic Community. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig hinzukriegen. Ich würde dennoch aber, oder ich würde das sogar so weit sagen, dass ich das jetzt erstmal am Anfang so lasse, mit den gesprochenen Texten bei jeder KI. Und dann, wenn alle 8 KIs fertig sind und ich weiß, wie die halt klingen sollen und wie die halt ihre Texte sagen sollen, wie das halt betont werden soll und so weiter, dann würde ich sogar so weit gehen und das halt von einem professionellen Sprecher quasi, der halt seine Stimme oder sich darauf spezialisiert, halt solche Texte halt in verschiedenen Tonlagen halt zu sprechen, quasi, dass man das dann halt ja, dass ich dann halt dem bezahle dafür, weil man kann das ja kaufen quasi, damit er halt die Texte spricht oder damit verschiedene Leute halt die Texte sprechen. Also zum Beispiel bei ihnen eine Person sprechen lässt, der halt eine etwas tiefere Stimme hat, so leicht arrogant halt klingt quasi, oder ja, der das halt kann, so die Stimmlagen halt zu sprechen. Und beim König Ludwig so ein stolzer, erhabener, ja, freundlicher Typ halt quasi, oder eine freundliche Stimme, dass das halt einfach, ja, nach was klingt und auch gut klingt quasi. Man kennt es ja vom Crusader Pilaf, der hat ja das auch gemacht bei seinen KIs und ja, die kommen hier schon echt nah ran. Aber wie gesagt, das ist dann... Vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Das ist dann erst Zukunftsmusik. Das dauert, wie gesagt, noch ein ganzes Stück, weil ich, wie gesagt, erstmal mein ganzes KI-Paket quasi bauen möchte, euch vorstellen möchte, das halt einstellen möchte, je nachdem, was man da halt einstellen muss, oder beziehungsweise diese Feineinstellungen dann noch durchführen. Das sollte, denke ich, hier noch abgewehrt werden können. Ja, genau. Damit das dann halt erstmal das große Mod-Paket dann fertig ist. Und dann geht's halt an das Eingemachte. Ja, also so Kleinigkeiten noch wie solche Stimmen hier und so weiter und so fort. Die Filmchen oder diese eingespielten Filmchen würde ich schon gerne eher fertigstellen. Das ist dann vielleicht so, weiß ich nicht, am Ende des Jahres oder so, je nachdem. Entweder wenn es dann früher oder später wird, dann ist mir das dann auch recht. Aber dass es dann halt danach dann auch noch angegangen wird, dass es halt auch noch gut aussieht quasi und ja, konkurrenzfähig ist. Na gut, was heißt konkurrenzfähig? Die Community von Stronghold Crusader ist ja ein großes Miteinander, denke ich mal, aber ich finde halt die eingespielten Videobotschaften vom Crusader Pilaf sehr anschaulich und hätte ich auf jeden Fall Bock, da auch Zeit zu investieren. Also Pläne sind da, Pläne sind viel da, oder es gibt halt schon sehr... Oh, scheiße. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Da habe ich ein bisschen gerade geschlafen. Schade. Ich hätte euch gerne noch die Nachricht eingespielt, wenn er dann sagt, dass
wenn er besiegt wird, aber das spiele ich jetzt einfach noch mit ein. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Ja, der Kalif hat hier am meisten Gold erwirtschaftet, gut, auch mit negativen Angstfaktor, auch die meisten Gebäude zerstört mit seinen Raids halt. Klar, ne? Ja, ist halt, denke ich, dann trotzdem ganz anschaulich gewesen, obwohl es dann schon sehr eintönig wurde vom Kalifen her, weil der Falke dann doch nicht so viel machen konnte bei seiner Burg. Trotzdem 2000 Truppen ausgebildet, sind halt auch nur diese billigen Speerträger und Slinger hat er ja auch noch ein bisschen, also als Sortie-Einheit. Deswegen, ja, denke ich, ist noch ganz in Ordnung. Wie gesagt, das soll jetzt erstmal dieses Video gewesen sein für oder gegen die Vanilla-KIs. In dem nächsten Video kommt er dann nochmal gegen die KIs vom Crusader Pilaf, also hier Skorpion. Da bin ich vor allem gespannt, ob er den Early-Druck halt aushält oder nicht. Und vor allem Raubritter. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch probieren, wie er sich dagegen schlägt. Also, wie gesagt, es tut mir echt leid, dass es jetzt so ein bisschen länger gedauert hat mit dem Video. Aber ich muss halt einfach mit mir selber da ein bisschen klarkommen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Auch so ein bisschen, habt bitte das Nachsehen wegen der Map hier, dass der KI-Kampf dann halt quasi abgebrochen werden musste. Ich wollte es euch zeigen und dem BM Backfisch mal meinen Dank oder meine Bewunderung halt aussprechen. Deswegen seid mir da nicht ganz so böse. Ging ja dann trotzdem noch mit 3 Kämpfen weiter. Ja, dann. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Ich weiß, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und tschüssi.